Servus Leute, wir sind wieder Outdoor and More. Wir schlafen heute da herum in der Höhle, da wo wir schon einmal einen Geocache gesucht haben. Und jetzt werden wir noch die Schlafplätze aufbauen. Und dann schon mal weiter. Jetzt sind wir nachher erst einmal aussuchen, wo wir schlafen. Und los geht's. Scheiße, der Schlafsack. Scheiße, der Schlafsack rollt davon. Komplett. Na! Scheiße. Ja, Na, der ist komplett unten. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Ja, und der Gregor, der sucht dabei halt eben noch den Schlafsack, weil er ist jetzt von da oben runtergerollt und da geht's halt ziemlich weit runter. Das ist eher eine Challenge, den zu finden. ich werde jetzt an den Gregor helfen gehen, den Schlafsack suchen und dann nehme ich jetzt einmal mit. Jawohl, ich habe ihn direkt gefunden. Ist da geblieben. Der ist da oben geblieben. Ja, wir haben ihn. Wir haben jetzt den Schlafsack gefunden. Der ist da dazwischen. Ja, kann einmal passieren. Ich habe mir überlegt, ich werde meine Hängematten von da Ich wollte eigentlich einspannen. bis daher aufspannen. Leute, die uns schon länger verfolgen, wissen, dass ich immer einen Polster mitnehme, weil ich es einfach brauche, weil ich sonst nicht gut schlafen kann. Heute Aber natürlich auch wieder dabei. Ist aber eigentlich schon ein bisschen, ja. So einen fetten Poster mitzunehmen, irgendwie nicht so. Schau einfach nur an. Da muss man ja so einen Schuss haben. So, Jona, wo wirst du dein Schlafsetup aufhängen? Wäre wahrscheinlich da irgendwo daneben, hinten. Eine Hängematte auch aufhängen. Wahrscheinlich von da irgendwo, da oben. Das ist die erste Option zumindest. Wenn das von der Länge her passt und so. Und die zweite Option wäre, von dem da, zu dem da oben. Das wird von der Länge her sicher passen, nur das Problem ist, dass halt genau in der Mitte ist, da wo man halt immer ein- und ausgehen. Und dann ist halt der Eingang versperrt. Außer du tust sie ganz hoch aufhängen. Außer hängen sie ganz hoch auf und dann komme ich schwer rein. Flick aus. Ja, dann rollst du so ab wie der Schlafsack. So, wir schneiden jetzt noch zwei Dinge. Zwei Haselnuss-Ding ab. Damit wir nachher da die Dinge, die Hängematten spannen können von dort, von dem wir da zu dem. Ich werde mir da hinten so eine Art Trapperbett hinbauen, also so einen kleinen Boden bauen, weil ich habe keine Hängematten. Der Simon wird da was bauen. Bei dem. Der hat da schon mal angefangen was. Und da baut er nachher so ein Bett auf. Ich habe mir jetzt umentschieden von dort. Ich werde jetzt da schlafen, das ist glaube ich cooler. Ich werde jetzt erst die Plane drunter legen und nachher halt die Isomatten. Ich werde schon ziemlich alles, was am Boden war, weggetan, damit nicht so hart ist. Wir haben jetzt dann schon unser komplettes Schlafsetup aufgebaut. Da ist vom Simon das. Und da sind die ganzen Hängematten. Da hat der Janis aufgebaut. Ich nachher. Und nachher der Gregor. Wird da hinten. Hallo. Und das ist halt genau nachher so eine Reihe. So eine Mauer. Da sind alle nach der Reihe aufgehängt. Von dort. Bis ganz hinter. Und wir wegen jetzt da noch ein auf Lagerfeuer machen noch. Und das werden wir nachher wahrscheinlich da so machen. So, jetzt machen wir noch eine kleine Höhlen runter und sagen ich ein bisschen, die kleine Höhle ist eh nur eine ziemlich kleine, aber klein, aber fein. Da geht's eine.
jetzt halt eine da. Das ist ziemlich auf. Das ist ziemlich auf hier. Das ist sehr steil. Und da geht nachher in die Höhe noch weiter eine. Da geht noch einmal so ein bisschen eine. Boah, das sind Gölsen. Boah, ist extrem vergessen. Aber nicht links innen, oder? Und da unten eben, da ist noch links. Da unten geht es noch weiter eine, da waren wir noch nie, aber wir wissen auch nicht, wie weit es da noch eine geht. Weil das ist noch so ein kleiner Spalt. Das wäre noch einmal interessant, da zu schauen, wie weit es da noch eine geht und ob da noch irgendwas ist. Aber Gölsen sind da einige auf jeden Fall. So, und jetzt machen wir noch Feuerholz. Und wir haben da nämlich die Feuerstelle gemacht. Da kommt nachher das Feuer hin. Da eine. So, jetzt werden wir das Feuer mal schön langsam anzünden. Wir haben wieder Birkenrinne mit als Zunder, wie fast immer. Na, oder? Bitte. Nicht. Das ist glaube ich. Ja, zirkt es die Das ist Luft. wirklich so. Das ist perfekt nach oben, ne? Stimmt. Wir haben da jetzt schon ein ordentliches Feuer angezündet. Und ja, es brennt schon gut. Ist komplett trockenes Holz. Jetzt sind dann auch gleich weniger Gölsen wegen dem Feuer. Das ist auch ein Vorteil. Jetzt sage ich einmal, was wir alles mit haben zum Essen. Also wir haben einen Gouda und mit Asianudeln. Das werden wir wahrscheinlich morgen in der Früh essen. Dann haben wir Stückelbrotteig. Dann können wir noch Stückelbrot machen. Und Würsteln. Das werden wir wahrscheinlich heute machen. Und ja, das werden wir jetzt wahrscheinlich gleich einmal machen. Ja, das Stockbrot können wir gleich auf dem Stecken tun. Und die Würsteln auch. Und vielleicht immer auch noch einen Käse dazu machen. Oder so. Und Asianudeln eher für die in der Früh vielleicht, aber wissen wir nicht genau. Und der Simon hat jetzt schon das erste Stockbrot gemacht. Wir haben da jetzt schon alle Stecken gemacht und
machen wir jetzt noch ein Stockbrot. So, da habe ich es jetzt aufwickelt, das Stockbrot. Und jetzt kommt es übers Feuer. Über die Glut. Die Glut da ist genau perfekt für das. Das eine ist leider ein bisschen verbrannt, das geht halt auch so schnell da. Geil. Muss man halt gleich wenden, weil das ist gleich durch in einer Minute. Nicht noch wenig. Jetzt machen wir noch eine Würsteln. Die ist schon fertig von Janis. Ich habe jetzt schon eine Wurst gemacht. Da habe ich so Käsestreifen aufgetan. So. Ein Stück ausschneiden. Mal, da. Schmeckt sehr gut. Wouldn't that make you mine again? You're all I'll ever need. Didn't I make you Wir chillen mal jetzt noch ein bisschen da. Haben wir noch ein bisschen nachgelegt. Es wird jetzt auch schon langsam dunkel. Und das ist echt arg, wie trocken das Holz ist. Es verbrennt so schnell. So, wir haben jetzt wieder was nachgelegt. Und jetzt ist schon fast 11. Und wir werden jetzt schlafen gehen. Das brennt auch noch derweil ab. Ein bisschen Holz noch für morgen in der Früh. Da wird der Simon schlafen eben, dann schlaft jetzt nachher schon gleich der Janis. Da ich. Und da oben ist der Gregor. Am höchsten Punkt. Da. Und jetzt gehen wir schlafen. Das Feuer brennt noch sehr schön da unten. Und wenn wir es überleben, sehen wir uns morgen. Morgen, wir sind jetzt gerade aufgewacht. Ich bin schon aufgestanden und die anderen liegen noch. Jetzt ist 7 Uhr. Und die werden jetzt genau gleich wieder mal eine Feier machen. Und nachher wieder was kochen. Ich werde jetzt einmal Feuerholz holen gehen. Man braucht natürlich ganz trockenes Holz. Und in dem Wald gibt es Gott sei Dank sehr viel trockenes. Da ist fast alles komplett abgestorben und trocken. Das ist eigentlich, also sind hauptsächlich Haselnuss. Put it all behind. Remember you and I would always find somewhere to hide when we were kids, so we could see and hear the water run. The river's gonna cry when you're gone. Wir werden jetzt wieder Steckelbrot machen und Würsteln. Und ich hole jetzt an in der Höhle. Sind die eingekühlt da? Und da ist eine sehr gute Glut. Extrem gute. Und da kommt jetzt noch das auf. Hoping you would stay, but I've always known you would go find your own way. I still see when we climbed up in those trees, 12 years old, feel the wind and watch the river run. Das ist so geil mit dem Stockbrot und mit dem Käse.
Wir kochen da jetzt gerade noch an. Eine Wurst und Asianudeln. Ich werde jetzt dann die Asianudeln essen. Erst einmal werde ich sie noch würzen. So, wir packen jetzt noch alles zusammen. Das war's jetzt mit dem kleinen Overnighter in der Höhle. Wir haben auch noch den ganzen Müll weggeräumt. Wir haben jetzt gerade noch alle Sachen zusammengepackt und sind jetzt wieder abbruchbereit. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Und aktiviert die Glocke. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Never know what tomorrow brings in this crazy life.